Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Bei Fahrradanhängern gibt es meistens entweder oder. Entweder Cargo oder Kids. Querido hat jetzt aber zwei Anhänger mit entsprechendem Zubehör rausgebracht, die beides können sollen. Lasten und Kinder. Und wie sie das schaffen, das sehen wir uns in diesem Video einmal ganz genau an. Ich bin Transparenz-Tillmann. Wir haben beide Anhänger von Querido zur Verfügung gestellt bekommen und sie unterstützen die Produktion dieses Videos finanziell. Aber alles, was wir sagen, ist unsere Meinung. Sie haben uns nichts vorgegeben und Sie bekommen auch dieses Video vor der Veröffentlichung nicht zu sehen. Viel Spaß! Querido wurde gegründet, um den damals gängigen Fahrradkinderanhängern eine bezahlbare und trotzdem qualitativ hochwertige Alternative entgegenzustellen. Und nach haben sie ihr Portfolio erweitert und es gibt verschiedene Modelle, sowohl für den Kindertransport als auch für den Lastentransport. Hier haben wir jetzt das brandneue Modell, den KidGoo in der Special Fitlock Edition und auch den QB-XL. Und den gucken wir uns mal zuerst an. Das Design ist erstmal Querido typisch, mit diesen türkisen Elementen und einer insgesamt recht sachlichen Form. Es ist halt eine Box auf Rädern. Das Design verbirgt aber trotzdem einige coole Details, so wie diese Schlaufen, die sich hier rundherum zum Verzurren zum Beispiel von Gegenständen nutzen lassen. Auch gibt es hier wahnsinnig viele Reflektoren. Auf der Oberseite gibt es dann dieses Netz, auf das sich leichte Dinge noch verzurren lassen, wie zum Beispiel eine Jacke oder ein leichter Rucksack. Und auch diese 6 Ösen hier, die sind hervorragend dafür geeignet, um Dinge zu verzurren, die hier im Anhänger drin sind, die aber oben rüber ragen. Und dafür liefert Querido auch eigene Spanngurte mit passenden Haken mit. Zum Öffnen dann also diese Reißverschlüsse öffnen und dann lässt sich dieses Verdeck entweder hier in die Tasche hinten stopfen oder man macht es ordentlich, rollt das so ein bisschen ein und dann kann man diese Haken hier hinten dafür nutzen und dann hat man einen richtig großen Laderaum. Hier passt locker eine 60 x 40 Euro Box rein. Da ist sogar noch sehr viel mehr Platz. Insgesamt lassen sich unter diesem Verdeck 220 Liter verstauen und er darf mit 49 Kilogramm belastet werden. Das ist jede Menge. Vorne und hinten sind dann noch so kleine Taschen, um zum Beispiel das Zubehör wie diese Spanngurte hier zu verstauen. Rundherum ist ein stabiler Rahmen um diesen Anhänger herum. Auf der Innenseite ist gut geschützt und dieser Rahmen ist auch so auf der Unterseite entlang geführt, dass die Box, wenn sie doch hin und her rumpeln sollte, gegen diesen Rahmen schlägt und nicht irgendwie in Richtung der Räder. Und wenn ihr den Anhänger irgendwo verstauen wollt, dann ist auch das super einfach. Ihr nehmt ihn einfach vom Fahrrad ab, nehmt die Deichsel ab und könnt die Deichsel entweder im Anhänger verstauen oder aber auch hier drunter. Dann nehmt ihr die Fahne ab, könnt ihr reinlegen, dann die Räder könnt ihr ebenfalls reinlegen. Der Anhänger lässt sich mittels eines leichten Handgriffes dann noch einfach zusammenklappen. Und jetzt ist das ein ziemlich leichtes und verhältnismäßig kleines Paket, das selbst in kleinen Wohnungen unter der Treppe oder so nur sehr wenig Platz wegnimmt. Aber die Frage ist jetzt, wo war der Punkt mit dem Kindertransport? Also der Anhänger ist ratzfatz wieder einsatzbereit und jetzt gibt es ein Zubehör. Und zwar dieses hier. Das ist ein Vorderrad mit einer Handdeichsel. Das wird ja vorne einfach reingesteckt
Und dann kann man das hier rausziehen, bis zu einem bestimmten Punkt. Der ist hier. Und schon ist das ein Handwagen. Und diesen Handwagen, den kann man jetzt wie ein Bollerwagen auch durch den Supermarkt ziehen oder zum Strand oder auch irgendwo anders hin. Und diese Deichsel, die erfüllt auch mehrere Funktionen. Erstmal kann man den Wagen damit rangieren, aber wenn man die Deichsel nach hinten klappt, dann blockiert das Vorderrad und der Anhänger kann auch nicht wegrollen. Der Anhänger kann jetzt so beladen werden, Kinder können sich reinsetzen und dann kann man ihn durch die Gegend ziehen. Es ist allerdings nicht möglich, mit diesem Anhänger auch Kinder mit dem Fahrrad hinterherzuziehen. Dafür hat Querido aber noch andere Alternativen. Und zwar den KidGoo zum Beispiel. Der KidGoo ist der Klassiker im Querido-Programm und wurde von Jahr zu Jahr immer weiter verbessert und bildet jetzt das Topmodell im Querido-Line-Up. Es gibt aber auch noch den Sportrex und auch den Cooper, die jeweils eine ganze Ecke günstiger sind, aber auch nicht so viele Funktionen haben wie dieser Anhänger hier. Das hier ist jetzt der in der Fitlock Edition und der hat ziemlich coole Details. Erstmal hat er von Haus aus, wie die meisten Kinderanhänger, eine Schiebefunktion. Also hier oben ein Bügel, der sich in verschiedenen Positionen einrasten lässt für verschieden große Leute, die den schieben wollen. Und auch hier, wenn man ihn einmal komplett rüberklappt, nochmal als zusätzlicher Überrollbügel funktioniert. Und mit diesem Buggyrad hier vorne ist das Schieben mit Querido-Anhängern auch sehr einfach und sehr komfortabel, denn das ist ein Luftreifen und damit rollt er selbst über Kopfsteinpflaster erstaunlich sanft rüber. Und hier in der Fitlock Edition ist dann links und rechts auch noch ein Schwalbe Big Apple Reifen verbaut, der den Komfort für die kleinen Passagiere nochmal etwas erhöht. Auch bei den Kinderanhängern wurde auf eine hohe Sichtbarkeit Wert gelegt mit vielen reflektierenden Elementen und dann natürlich auch hier ein Rücklicht, das ja bei Anhängern mittlerweile auch gesetzlich gefordert ist. Hier oben sind bei der Fitlock Edition dann auch zwei Spanngurte befestigt, aber das Dach ist auch ziemlich stabil ausgeführt und auch hier wiederum ist hier oben rundherum ein stabiler Rahmen, um den Anhänger auch dann zu schützen, sollte er mal umkippen. Im Schiebemodus ist dieses kleine Fenster auch ziemlich cool, denn dort kann man von oben in den Fahrgastraum reingucken. Und ein weiteres cooles Detail bei der Fitlock Edition ist das hier. Der Fitlock Twist Adapter. Hiermit könnt ihr zum Beispiel so eine Kigo-Flasche ganz einfach hier hinten dran montieren. Und wenn euch bei so einem Städtetrip zum Beispiel der Durst packt, müsst ihr nicht irgendwo hier drin rumwühlen, sondern... Und da gibt es auch weiteres Zubehör, das ihr einfach dann hier hinten dran montieren könntet, wie so eine Fitlock Twist Tasche zum Beispiel für Kleinigkeiten. Hier auf der Außenseite befindet sich dann ein großes Fenster hier vorne. Hier ist es mit einem Mückengitter ausgestattet, hier mit einem verstellbaren Sonnenschutz, sodass auch tiefstehende Sonne nicht reinkommt. Und das lässt sich natürlich auch hier mit dieser Abdeckung zumachen, die sich dann einfach aufrollen lässt, sodass das Kind auch bei Regen gut geschützt ist. Links und rechts sind dann jeweils auch noch ein großes Fenster und die haben in dieser Version auch noch was Besonderes. Öffnen wir den mal. Die haben nämlich in der Fitlock Edition hier auch noch zusätzliche Sonnenschutz. Und zwar ist das so eine Art sehr dichtes Mückengitter. Dadurch kommt deutlich weniger Licht hier in den Anhänger rein und auf beiden Seiten so kleine Taschen, in die sich Kleinigkeiten reintun ließen. Aber wenn man die nicht braucht, kann man sie auch einfach im Ganzen abziehen, um sie zum Beispiel auch mal zu reinigen. Den KidGoo gibt es sowohl für 2 Kinder als auch in dieser Version für ein Kind. Und das hat dann richtig schön viel Platz für sich alleine. Erstmal ist das Ganze hier richtig gut gepolstert. Das ist ein widerstandsfähiges Material. Und auch diese Kopfstütze lässt sich einfach entnehmen, wenn ihr mit dem Kind im Anhänger mit dem Fahrrad fahrt, dann kann man diese rausnehmen, damit das Kind hier mit einem Helm drin sitzen kann. Der Gurt ist dann hier bei der Fitlock Edition wiederum besonders, denn hier kommt er mit einem Fitlock Verschluss. Der ist verhältnismäßig einfach in der Anwendung. Man drückt hier oben und dann fliegen die beiden Gurtenden auch schon ab. Und man kann das Kind reinsetzen. Hier oben ist dann noch ein kleiner Verschluss, der dafür sorgt, dass der Gurt nicht von den Schultern rutscht. Ist gerade bei kleineren Kindern interessant. Dann kann man das Kind hier reinsetzen und ihr seht hier wiederum so ein kleines Rückenpolster, das sich in verschiedenen Positionen arretieren lässt. Und auch der Gurt an sich ist dann einfach hier
nochmal in der Höhe verstellbar für kleinere und auch für größere Kinder. Der Gurt ist sehr einfach in der Verstellung, denn hier hat Querido sich ein spannendes System ausgedacht. Man setzt ein Kind rein, schnallt es fest und dann zieht man einfach an diesem kleinen Gurt hier und kann den gesamten Gurt so mit einem Zug straff ziehen. Das geht wirklich super schnell und wenn das Kind dann wieder aussteigen möchte oder man es etwas weiter stellen möchte, dann zieht man an der roten Lasche hier unten, die da, und dann kann man das Ganze wieder weiterziehen. Das Ganze lässt sich dann auch noch für größere und kleinere Kinder so ein bisschen adaptieren, sodass die hier bequem drin sitzen können. Aber das ist jetzt alles wieder Kindergedöns. Was denn jetzt mit Cargo, Tillmann? Hier auf der Rückseite befindet sich nicht nur diese kleine Tasche, sondern hinter dieser kleinen Tasche ist auch noch ein Kofferraum, der sich echt variabel nutzen lässt. Auf der einen Seite kann man hier den Anhänger mit 2 Handgriffen kleiner machen, sodass man ihn einfach in einem Auto oder in irgendeiner Ecke verstauen kann. Und hier ist dann auch noch eine kleine Tasche reingehängt, in die man zum Beispiel das reinlegen kann, was man hier sehen kann. Und dann gibt es jetzt auch ein neues Zubehör. Und zwar das hier, die neue Cargo-Platte, die man hier einfach reinbauen kann. Dafür muss man den Sitz hier zumindest zum Teil ausbauen. Und das machen wir jetzt. Und jetzt hat man statt des komfortablen Kindersitzes eine verhältnismäßig große Ladefläche hier drin. Und die hat auch noch einige coole Details. Erstmal ist sie natürlich jetzt für den einsitzigen Anhänger ausgelegt. Es gibt aber auch eine Version für den zweisitzigen Anhänger, der dann natürlich oder die dann natürlich nochmal deutlich breiter ist. Diese Ladefläche hier oder diese Cargo-Platte, die kann jetzt für verschiedene Dinge genutzt werden. Erstmal ist hier diese Oberfläche, fühlt sich sehr widerstandsfähig an. Ist also hervorragend geeignet, um auch schwerere Gegenstände hier drauf zu setzen oder auch ein Hund, der hier drauf kratzen kann. Das macht dieser Oberfläche nichts. Man kann hier allerdings natürlich auch noch eine schöne gemütliche Decke drauflegen. Hier hinten ist dann so ein weiteres Staufach. Hier kann man kleinere Gegenstände reintun, eine kleine Tasche zum Beispiel, um das Ladegut ein bisschen voneinander zu trennen. Und hier ist dann noch eine kleine flexible Tasche, um zum Beispiel die mitgelieferten Spanngurte zu lagern, die sich dann wiederum mit diesen Schlaufen hier dafür eignen, um Ladegut entsprechend zu verzurren. Man kann diese Tasche allerdings auch nach hinten wegklappen. Und dann wird diese ganze Ladefläche nochmal eine ganze Ecke größer. Jetzt hier in der kleinen Version reicht es nicht ganz für eine Eurobox, allerdings bei dem zweisitzigen Anhänger natürlich schon. Aber wie fahren sich diese Anhänger jetzt, wenn sie tatsächlich beladen sind? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Das finden wir jetzt mal im Fahreindruck raus. Der Anhänger ist jetzt beladen mit meinen beiden nicht-menschlichen Mitarbeitern, den Säcken. Also gut und gerne 35 bis 40 Kilo hier hinten drin. Mein Rucksack ist noch mit hier drin. Angekoppelt ist das Ganze ans Multitinker, unserem Anhängerfahrrad. Und wir wollen mal sehen, wie sich die Ladung hier hinten so verhält. Los geht's! So, das Multitinker hat natürlich die Kraft, einen solchen Anhänger zu ziehen. Aber um das Rad soll es ja auch gar nicht gehen, sondern um den Anhänger. Tatsächlich merke ich ihn jetzt während der Fahrt gar nicht groß. So, jetzt auch beim normalen Bremsen schiebt der Anhänger nicht unbedingt. Er ist jetzt natürlich auch nicht so stark beladen wie bei einem richtigen Schwerlastanhänger. So, jetzt hier bei Unebenheiten, da gibt der Anhänger jetzt so ein bisschen laut. Man hört so ein bisschen, dass die Box hüpft. Jetzt ist natürlich interessant, der Anhänger erhöht das Gesamtgewicht des Systems beträchtlich, also gut und gerne 50 Kilo hängen da jetzt hinten dran. Das heißt, das Multitinker kommt hier den Berg gut hoch, geht aber auf 13 km/h runter. Also wenn ihr mit Anhänger fahrt und dann auch einen oder mehr Steigung habt, müsst ihr ein bisschen gucken auf die Grundübersetzung, die euer Fahrrad hat. In die Kurve rein. Ja, ziemlich entspannt. Und dann diese Kante hier, bremsen. Okay, da gab es jetzt ein bisschen
Geruckel, ein bisschen Geholper hinten drin. Also die Federungsqualität des Anhängers ist natürlich dadurch beschränkt, dass er komplett ungefedert ist und auch verhältnismäßig schmale Reifen hat. So, jetzt fahren wir mal so ein bisschen in die Kurve, legen uns mal so ein bisschen rein. Man hört, wie der Anhänger hinten so ein bisschen nach Grip ringt und die Reifen natürlich anders belastet werden als bei einem Fahrrad. Hier gerade bei glattem, geraden Geläuf rollt er wirklich ohne weiteres, ohne Probleme rüber. Etwas anderes könnte das natürlich bei Kopfsteinpflaster oder bei Gravel sein. Okay, da rumpelt es natürlich ordentlich hinten drin. Dafür ist der Anhänger nicht gemacht. Hier muss man dementsprechend doch sehr viel langsamer fahren. Und was natürlich bei einem Lastanhänger auch immer wichtig ist, das Gewicht ordentlich zu verteilen. Man hört den Anhänger kaum. Und auch die Deichsel habe ich ein bisschen geölt, sodass er ja auch keine Geräusche macht. Ein relevanter Punkt bei diesem Anhänger und auch bei allen anderen ist, wie weit sich der einschlagen lässt. Wie eng kann die Kurve sein, die man damit fährt. Und das ist jetzt mit diesem Fahrrad tatsächlich ein bisschen unrealistisch, weil die Kupplung weiter hinten hängt. Also bei groben Stößen hüpft der Anhänger auch mit großer Beladung so ein bisschen hinterher. Probe aufs Exempel, Kopfsteinpflaster. Ja, ein bisschen hört man den Anhänger. Er rumpelt auch ein bisschen hin und her, aber die Last wird jetzt nicht zu stark durchgeschüttelt, würde ich sagen. Eine Sache, die ich aber auch noch mal testen möchte, ist, wie er sich jetzt bei einer Vollbremsung verhält. Die Querido-Kupplung, die ist erprobt, die ist jetzt bei 20 km/h und okay, ja, sehr interessant. Natürlich ist das so, das ist ein ungebremster Anhänger. Wenn man da voll in die Eisen geht, dann schiebt er das Fahrrad so seitlich weg. Da muss man bei starken Bremsungen einfach aufpassen. Also wenn ihr den Anhänger schwer beladet, dann würde ich eine angepasste Fahrweise empfehlen. Nicht zu schnell und sehr vorausschauend fahren, wie das aber immer ist, wenn ihr mit Anhänger unterwegs seid. Das ist jetzt der Cargo-Anhänger. Jetzt gehen wir mal zu Tillmann von der Radelbande, also von dem Sport-Heini, und testen mal den anderen. Ich habe jetzt wieder das Cube geschnappt und bin mit meiner kleinen Tochter unterwegs, die hier drin hinten pennt. Und sie ist auch sehr schnell eingepennt. Also der Komfort scheint wirklich gut zu sein. Die Federung scheint gut zu funktionieren, weil ich bisher wirklich auch über unebene Strecke gefahren bin. Es war nicht alles glatt. Hier quietscht die Kupplung mit dem Kupplungsstück. Also da kann man ein bisschen mit Fett arbeiten. Jetzt hier auf Asphalt rollt der Anhänger richtig gut hinterher. Man merkt kaum, dass er hinten dran ist. Er passt natürlich richtig gut hier durch solche Engstellen, ohne dass man sich groß fragen muss, ob und wie das passen soll. Ich habe keinen richtigen Zug vom Anhänger, dass er irgendwie dann rupft, sondern der rollt wirklich ganz entspannt. Nur das Geräusch von der Kupplung gibt so ein bisschen Aufschluss, dass da doch Bewegung drin ist. Die Reifen habe ich jetzt nicht stark aufgepumpt bei dem Anhänger, damit sie eben ihre volle Wirkung entfalten können. Da bei solchen Kanten kein Problem. Und das Kind ist auch komplett unbeeindruckt von all dem. Es gibt tatsächlich relativ wenig, was dieser Anhänger nicht mitmacht. Klar, allzu krasse Kanten sollte man nicht zu schnell fahren. Allzu schnell sollte man noch nicht in die Kurve gehen, aber das ist eigentlich Common Sense bei einem Anhänger. Aber der Anhänger verzeiht einem schon vieles durch diese sehr gut abgestimmte Federung, die sich zwar jetzt nicht mehr einstellen lässt bei den neuen KitGu-Modellen, aber von Haus aus sehr gut funktioniert und halt nicht nur federt, sondern auch dämpft. So, jetzt versuchen wir mal in die andere Richtung umzudrehen. Mal sehen, wie groß der Winkel da ist. Ach ja, guck mal, hier kann ich noch ohne Berührung rum. Als wenn ich wirklich sehr eng fahren möchte, dann berührt das zugegebenermaßen sehr große Hinterrad mit 29,35 Zoll dann die Deichsel. Das ist völlig in Ordnung und im Alltag komplett unproblematisch. Wenn ihr schmalere Reifen habt, habt ihr sogar noch einen größeren Lenkeinschlag mit dem Anhänger. Das, was ich jetzt mache, ist nicht unbedingt empfehlenswert mit dem Anhänger, aber funktioniert mit dem auch.
Ist das bequem da drin? Ja. Hast du es bequem? Oh, süß. Wir konnten beide Anhänger jetzt einige Wochen im Alltag testen und haben ein paar Dinge rausgefunden. Ich habe mal versucht, die Radelbande-Bewertungsmatrix auf diese Anhänger zu adaptieren. Das könnt ihr nachlesen über den Link unten in der Beschreibung. Jetzt wollen wir aber mal auf 3 Dinge eingehen, die mir und uns besonders gut gefallen haben und 3 Dinge, die wir verbesserungswürdig finden. Und wir starten mal mit den 3 guten Dingen. Und der erste Punkt, der uns positiv aufgefallen ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn beide Anhänger sind verhältnismäßig günstig, wobei der KidGoo in der Fitlock Edition schon ziemlich stark an diesen 1000 Euro kratzt. Aber da gibt es ja den normalen KidGoo, der deutlich günstiger ist und funktionsmäßig dem hier in kaum etwas nachsteht. Der QB XL wiederum, der ist unter den Transportanhängern einer der größten und gleichzeitig einer der günstigsten. Hat also auch wiederum ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da gibt es ja auch noch den kleineren und hier gibt es ja auch noch den Cooper und den Sportrex, die beide jeweils nochmal deutlich günstiger sind als der KidGoo, aber auch 1 bis 2 Kinder aufnehmen und diese Cargoplatte. Der zweite Punkt, der uns positiv aufgefallen ist: Beide Anhänger sind toll verarbeitet und ziemlich wetterfest. Hier beim QB ist das Dach quasi auf der Innenseite nochmal beschichtet. Das Einzige, wo man da aufpassen muss, dass halt bei Regentagen das Wasser hier nicht draufsteht, weil dann findet es schon irgendwann seinen Weg. Sollte aber bei Regenfahrten, bei auch längeren Touren, sollte da kein Wasser eintreten. Und beim KidGoo, der fühlt sich wirklich sehr hochwertig an. Gerade jetzt auch mit diesen Schnallen hier oben, das ist schon wirklich sehr gut verarbeitet. Der fühlt sich auch stabil an, klappert nicht. Und auch hier kann sich halt Regen kaum durcharbeiten. Das fließt hier einfach ab und unser eigener KidGoo stand jetzt zugegebenermaßen relativ lange draußen und da ist trotz des Regenwetters einfach kein Wasser reingekommen. Das ist ein gutes Zeichen. Und der dritte Punkt, der uns positiv aufgefallen ist, ist die hohe Variabilität beider Anhänger. Egal, was ihr hier reinladen wollt, es passt in den QB XL. Uns ist tatsächlich nicht einmal der Platz ausgegangen. Ich war an der Grenze. Es hätte noch Kleinigkeiten reingepasst, als ich den Anhänger transportiert habe und dann noch ein bisschen Kladderadatsch. Es hat aber trotzdem immer alles reingepasst, vielleicht auch dann oben drüber. Und selbst wenn hier 2 Kinder drin sitzen, hat es noch mit Gepäck etc. gepasst. Und auch der KidGoo ist wirklich variabel einsetzbar. Hier können diese Schnallen auch tatsächlich und diese Gurte gut verwendet werden. Der Kofferraum ist ausreichend groß für irgendwelche Sachen, die man so mitnehmen muss. Und das Kind hat vorne trotzdem noch schön viel Platz. Und das gilt natürlich erst recht für den zweisitzigen Anhänger. Und mit der Cargoplatte, das ist auch eine tolle Erweiterung, um den Anhänger zu nutzen, wenn das Kind mal zu groß ist oder nicht mitgenommen werden muss. Und da sind wir bei den 3 Punkten, die wir verbesserungswürdig finden, denn der KidGoo ist tatsächlich am wenigsten für diese Cargoplatte geeignet. Durch dieses Gurtsystem, das der hat, diese schnelle Verstellung, ist der Ausbau der Sitzbank etwas komplizierter, als das beim KidGoo und auch beim Sportrex der Fall ist, wo man einfach nur die Sitzlehne ausklipsen kann. Und was auch der Fall ist, diese Cargoplatte lässt sich nicht einfach im Anhänger lagern, wenn der Sitz montiert ist. Also beim Sportrex und auch beim Cooper habe ich auf der Eurobike 2022 gesehen, dass diese Cargoplatte sich quasi hinter dem Sitz verstauen lässt und der sich dann einklicksen lässt. Es ist aber tatsächlich von Querido nicht vorgesehen. Da ist noch ein bisschen Potenzial, um das zu verbessern. Und ähnlich ist das auch mit dieser Deichsel hier bei dem QB. Da gibt es einfach keinen dedizierten Platz für. Natürlich kann man die einfach nehmen und hier oben verzurren. Und dann bleibt die auch an Ort und Stelle. Das sieht natürlich jetzt nicht so schön aus. Man kann die natürlich auch einfach reinschmeißen und dann muss man sie irgendwie extra verzurren mit den Gurten, die man hat, die man eventuell aber auch für irgendwas anderes braucht. Also das ist nicht ganz optimal, wenn ihr wirklich diese Multimodalität auf die Spitze treiben wollt. Der zweite Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, ist die Anschließbarkeit. Der KidGoo hat zwar hier so eine kleine Schlaufe, wo man ein sehr schmales kleines Schloss durchziehen kann, aber der QB bietet nichts dergleichen. Den kann man nur schwierig irgendwo
draußen tatsächlich sichern. Und auch bei der Deichsel ist es so, dass diese sich quasi immer von dem Fahrrad und auch von dem Anhänger an sich lösen lässt. Hier gibt es keine Sicherungsoption. Und der dritte Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, betrifft das Schieben. Allerdings nicht des Querido KidGoo, denn durch das luftgefüllte Vorderrad ist der super einfach zu schieben, die Fußbremse funktioniert gut. Anders ist es bei dem QB, der hat zwar auch ein luftgefülltes Vorderrad, aber diese Deichsel ist in der Anwendung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Erstmal reagiert sie sehr schnell auf irgendwelche Lenkbewegungen und hier ist auch so ein bisschen Spiel in dem ganzen System drin. Und wo ihr aufpassen müsst, ist mit der Beladung. Wenn hier ein Kind drin sitzt und sich dann nach ganz hinten setzt, dann steigt der Anhänger beim Ziehen leicht nach oben. Und wenn das Kind hier vorne sitzt, dann kann es in Kurven sein, dass er so ein bisschen zur Seite kippt. Also da müsst ihr einfach ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ihr den Anhänger als Bollerwagen nutzen wollt. Dafür würde ich ihn nicht uneingeschränkt empfehlen. Aber für wen sind die KidGoo-Anhänger denn jetzt geeignet? Also der QB XL ist, wie gesagt, für den Hausgebrauch fast ein bisschen groß. Aber ansonsten ein hervorragender Anhänger für Einkäufe, für den gelegentlichen Bollerwagenausflug. Ein Betreuer aus unserem Kindergarten hat damit seinen kompletten Flohmarkt geschmissen und das hat alles hier reingepasst. Das war echt beeindruckend. Der KidGoo ist hingegen ein hervorragender Kinderanhänger. Hier gibt es so viel Zubehör, mit dem ihr wirklich Kinder vom kleinsten Alter schon mitnehmen könnt. Und das hat uns wirklich gefallen. Was mir auch gefallen hat, ist, dass Querido an entscheidenden Stellen Verbesserungen vorgenommen hat, um die Langlebigkeit des Anhängers zu verbessern. Zum Beispiel diese Ablauföffnung unter dem Anhänger an der tiefsten Stelle. Womit ich nicht hundertprozentig zufrieden bin, ist diese Cargo-Einlegeplatte. Denn die ist einfach schwierig verstaubar, zumindest in dem KidGoo. Wenn aber euer Kind nicht mehr im Anhänger sitzt und ihr ihn nur noch quasi als Cargo-Anhänger nutzen wollt, dann ist diese Cargo-Platte wirklich super. Allerdings habt ihr dann halt immer noch diesen Sitz immer da drin. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es zum Beispiel einen Querido DogGoo oder einen Querido Cargo-Goo gibt, wo auf den Sitz komplett verzichtet wird und nur die Cargo-Platte drin ist. Denn es gibt sicherlich einige unter euch, die gerne so einen Querido-Anhänger auch als Hundeanhänger zum Beispiel nutzen würden, der dann halt ein bisschen bequemer ist als so ein QB zum Beispiel. Aber was ist jetzt eure Meinung zu den Querido-Anhängern? Gibt es an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungspotenzial, das ich nicht erwähnt habe? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.